Wusstest du, dass von dieser Karte dein Studium in Deutschland abhängt? Ohne diese Karte kriegst du keinen Studienplatz und dann auch keinen Aufenthaltstitel. Was ist das für eine Karte und was musst du alles wissen, wenn du in Deutschland studieren willst? Das habe ich Laura gefragt. Hallo, ich bin die Laura. Ich arbeite hier in Karlsruhe bei der AOK im Studierendenservice. Ich begleite alle internationalen Studierenden und du kannst dich jederzeit bei Fragen immer direkt an mich wenden. Laura beantwortet dir jetzt die wichtigsten Fragen zum Studieren in Deutschland. Los geht's! Wow, andere Hand. Es gibt etwa 20.000 Studiengänge in Deutschland. Wie finde ich sie? Du kannst auch ganz einfach im Internet auf der Seite vom Hochschulkompass schauen. Da findest du immer alle Antworten zu deinem Studium. Die Links zu allen Kapiteln, Webseiten und Videos stehen in der Beschreibung hier unten. Und sind alle Studiengänge auf Deutsch? Nein, es gibt auch Studiengänge, die sind auf Englisch. Auch das findest du dann immer im Hochschulkompass. Dort siehst du auch, welche Hochschulzugangsberechtigung, oh mein Gott, du brauchst. Was ist eine Hochschulzugangsberechtigung? Die Hochschulzugangsberechtigung ist sozusagen dein Ticket, um in Deutschland zu studieren. Das ist zum Beispiel das Abitur oder die Fachhochschulreife. Mit dem Abitur bzw. der allgemeinen Hochschulreife darfst du theoretisch an allen Unis in Deutschland studieren. Mit der Fachhochschulreife darfst du nur an Fachhochschulen studieren. Allerdings nennen sich immer mehr Fachhochschulen auch einfach nur Hochschulen. Deswegen solltest du auf der Webseite der Hochschule ganz genau schauen, welche Hochschulzugangsberechtigung du brauchst. Und dann darf ich einfach so studieren? Nein, du musst quasi dich für ein Studium bewerben und auch da deine Hochschulzugangsberechtigung als Voraussetzung nachweisen. Schließlich haben viele Studiengänge einen Numerus Clausus, kurz NC. Das bedeutet, dass du einen bestimmten Notendurchschnitt brauchst, um dort zu studieren. Bei einem Medizinstudium zum Beispiel brauchst du normalerweise einen Schnitt von 1,0, also das Beste, was es gibt. Woher weißt du, ob deine Noten in deinem Heimatland zu den Noten in Deutschland passen? Das kannst du ganz einfach auch im Internet nachschauen, auf der Seite vom DAAD. Da gibt es einen Navigator, um zu schauen, ob dein Schulabschluss aus dem Heimatland in Deutschland anerkannt wird. Was aber, wenn deine Zeugnisse in Deutschland nicht anerkannt werden? Du kannst vor deinem richtigen Studium noch das Studienkolleg besuchen. Das geht in der Regel 1 bis 2 Semester. Außerdem solltest du dir gut überlegen, schaffst du ein Studium in Deutschland? Auch dafür gibt es im Internet einen Test, wo du einfach schauen kannst, ob du für das Studium gemacht bist und ob deine Kenntnisse auch dafür ausreichen. Dieser Test heißt Test AS. Und wenn du dann weißt, ich kann es schaffen, dann brauchst du Unterlagen. Welche? Das findest du ganz einfach bei dem International Office von deiner Hochschule, wo du dich bewerben möchtest. Voraussetzungen sind immer Hochschulzugangsberechtigung, Sprachnachweis, du musst die Semestergebühren bezahlen, aber alle Details findest du bei deiner Hochschule. Und brauche ich ein Visum zum Studieren in Deutschland? Je nachdem, woher du kommst, ja. Auf dieser Seite siehst du, ob du ein Visum brauchst und welches. Es gibt zum Beispiel ein Visa zum Zwecke des Studiums, wenn du schon einen Studienplatz hast. Wenn du noch keine Zulassung zum Studium hast, gibt es auch ein Visum für Studienbewerber. Für das Visum brauchst du auch eine Krankenversicherung. Und jetzt kommen wir zurück zu dieser Karte. Das ist eine elektronische Gesundheitskarte. Von ihr hängt dein Studium und Aufenthaltstitel in Deutschland ab. Denn für das Studium in Deutschland brauchst du eine Krankenversicherung, weil die Krankenversicherung bestätigen muss, dass du in Deutschland versichert bist. Ohne das geht kein Studium.
Die gesetzliche Krankenversicherung für Studenten kostet pro Monat etwa 125 €. Die wichtigsten Informationen zur Krankenversicherung in Deutschland erkläre ich in diesem Video. Wenn du deine Krankenversicherung nicht zahlen kannst, dann darfst du nicht mehr studieren. Wenn du nicht mehr studieren darfst, dann verlierst du eventuell deinen Aufenthaltstitel. Und dann musst du Deutschland im schlimmsten Fall verlassen. Deswegen solltest du vorher gut planen, wie du dein Studium in Deutschland finanzierst. Ziel ist es, dass du in Deutschland dein Leben selbstständig finanzierst. Wichtige Tipps für dich. Du musst unbedingt beachten, dass du dich ungefähr ein Jahr, bevor du studieren möchtest, dich informierst, zu welcher Hochschule du gehen möchtest und auch welche Voraussetzungen du dafür erfüllen musst. Denn viele Hochschulen haben unterschiedliche Bewerbungsfristen. Eine Bewerbungsfrist ist ein Datum, bis wann du dich bewerben kannst. Das ist oft der 15. Januar oder der 15. Juli, aber nicht immer. Außerdem solltest du dich bei mehreren Hochschulen gleichzeitig bewerben. So hast du bessere Chancen. Viel Erfolg! Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann!